Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Röhrle Mobility GmbH und ich bin heute absolut gehypt, dass ich euch hier mein persönliches Lieblingsfahrzeug, den Ferrari 360 Challenge Stradale, vorstellen darf. In diesem Video werde ich euch nicht nur das Fahrzeug vorstellen, sondern euch auch die Technik näher bringen und eine kleine Kaufberatung geben. Aber starten wir mal ganz zu Beginn. Wir sehen hier den 360 Challenge Stradale auf Basis des 360 Modena. Und als allererstes, was fällt uns in die Augen? Wo unterscheidet er sich zum normalen Modena? Und zunächst haben wir hier unten einen anderen Grill verbaut. Eben auch aus Blech in Schwarz. Beim 360 Modena haben wir hier ein Kunststoffgitter. Und kommen wir zur Seitenperspektive des 360 Challenge Stradale. Als allererstes fällt uns hier die sogenannte Challenge-Felge auf. Die ist im Übrigen nicht nur beim Challenge Stradale verbaut, sondern gab es ähnlich auch später beim 599 GTB. Die Felge ist nicht nur gewichtsoptimiert, sie ist auch größer. Im Gegensatz zum Modena haben wir hier eine 19 Zoll Felge, damit eben die serienmäßige Keramikbremsanlage auch ausreichend Platz hat. Ein interessantes Detail, und das ist auch so ein bisschen, was den Challenge auszeichnet, sind die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir haben hier jetzt einen schwarzen Bremssattel, es gab ihn auch in Rot, in Silber, in Grau, Gelb und für eine Sonderedition, die sogenannte Corners Edition, gab es die auch in Gold, und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Des Weiteren haben wir hier die Scuderia-Embleme, die waren beim Standard 360 auch optional, hier eben serienmäßig. Das vielleicht markanteste Merkmal des Challenge Stradale sind die Carbonspiegel hier außen. Und es sind nicht nur die Spiegel, sondern auch die Spiegeldreiecke, die ja vollständig in Carbon gefasst sind. Und es war eben so einer der ersten Fahrzeuge, Serienfahrzeuge, wo Ferrari umfassend auf Carbon gesetzt hat. Die Spiegel sind nicht nur eben aus einem anderen Werkstoff gefertigt wie Modena, sondern stehen auch weiter nach außen. Das hat er gleich auch mit dem Scuderia, seinem Nachfolger. Und es erinnert so ein bisschen auch an den LaFerrari, der die Spiegel so ganz weit außen gestellt hat, und zeigt einfach hier nochmals, wir haben es mit keinem normalen 360 zu tun. Von der Seite gleicht der Challenge Stradale weitestgehend dem Standardfahrzeug, und man kann lediglich an den Felgen und den Spiegeln eben erkennen, dass es sich hier um keinen Standard 360 Modena handelt. Am Fahrzeugheck, das markanteste Detail, ist sicherlich der Challenge Grill, der oftmals heute noch beim Standard-Serienfahrzeug nachgerüstet wird, den es aber auch im 355 gab, und hier ganz markant eben für den Challenge Stradale. Und hier steht es dann nochmals auch zur Namensgebung: Challenge ist eben eine Ferrari Rennserie und Stradale eben italienisch für Straße, und hier eben die Straßenrennversion des 360 Challenge. Und das wirklich Schöne am Challenge Stradale ist einfach, dass man ein Kenner sein muss, um das Auto von einem Serienfahrzeug zu unterscheiden. Und hier auch wieder so ein schönes Detail: die serienmäßige Vierrohr-Abgasanlage, die auch hier eben mit dem Challenge Grill versehen ist. Zudem haben wir auch noch einen stark modifizierten Heckdiffusor, der eben nochmals den Rennsportcharakter des Fahrzeugs untermauert. Und wir sehen hier einmal den Sichtbereich, aber er läuft wirklich fast den gesamten Unterboden entlang und eben die eben Aerodynamik optimiert. Und auch das nochmal ein Detail, wo man von hinten ihn vom Modena unterscheiden kann. Und hier das absolute Highlight, der Motor, der sich zwar mechanisch nicht stark vom Serienfahrzeug unterscheidet, aber hier eben zum einen seitlich die Carbon-Lüftungsschlitze hat, wieder mit einem Gitter, und dann eben hier die Kunststoffscheibe, die nochmal diesen Leichtbaucharakter einfach unterstreicht. Und ich weiß nicht, ob man es hier im Video sieht, aber die spiegelt wirklich so richtig schön in den Regenbogenfarben. Und wenn man im Fahrzeug sitzt und in den Rückspiegel schaut, sieht man hier direkt auf dem Motor. Und die Emotionalität dieses Fahrzeugs ist einfach auch mit dadurch, ja, wie bei keinem anderen.
Damit sind wir auch schon im Innenraum und was uns hier in die Augen sticht, sind natürlich die Carbon Racing Sitze. In diesem Fahrzeug hier sind die in hellbeige, englisch Tan, und eben oben mit der Prägung der Ferrari-Pferdchen, den sogenannten Cavallinos, ist sicherlich das Highlight im Interieur des Challenge. Es gab verschiedene Leder- und Stoffvarianten, auf die kommen wir gleich zu sprechen, und das ist auch so ein bisschen das Besondere beim Challenge Stradale. Es gab so viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und es gibt fast kein Fahrzeug am Markt, das sich heute ähnelt. Es sind nur 1288 Stück produziert worden und es ist wirklich so ein kleiner Mikrokosmos, in dem es ganz viele spannende Konfigurationsmöglichkeiten gab. Die Racing-Sitze hier gab es in 3 Größen, S, M und L. Dieses Fahrzeug hier hat meines Wissens die M. Ich bin jetzt 1,75, habe so 75 Kilo und ich passe gerade so noch in die M rein. Also für große Fahrer ist das Fahrzeug beschränkt zu empfehlen. Die Racing-Sitze sind im Übrigen nicht nur hier von der Ergonomie optimiert für den Rennstreckeneinsatz, sondern sind einfach auch leichter, denn die komplette Rückschalen sind hier aus Carbon gefertigt. Und wenn wir hier schon beim Thema Carbon sind, gibt es aus meiner Sicht keinen Hersteller, der Leichtbau so konsequent wie Ferrari denkt. Und wenn wir uns hier einmal die Türtafeln anschauen, die gesamte Verkleidung ist wirklich aus Carbon. Porsche im GT3 beispielsweise setzt hier lediglich eine Carbon-Zierleiste ein, aber hier ist wirklich die gesamte Türtafel aus Vollcarbon gefertigt. Und welcher Hersteller würde sowas heute noch machen? Zudem hatte der Challenge Stradale serienmäßig die Carbon-Mittelkonsole und die Carbon-Verkleidung hier des Klimabedienteils. Was die Farbgebung angeht, so ist es fast immer ein Bicolor-Fahrzeug gewesen. Der obere Teil des Armaturenbretts und auch der Dachhimmel ist bei jeder Konfiguration in Alcantara gefasst. Lediglich die untere Partie hier und eben die Sitzfarbe konnten verändert werden. Es gab, und das ist für viele die, sag ich mal, die beste Konfiguration, weil sie dem R40 ähnelt, eben eine schwarz-rote Alcantara-Kombination, sprich bei der hier eben das Unterteil und der Sitz in rotem Alcantara gefasst sind. Dann gab es eben auch noch eine schwarze Lederkombination, die man auch recht häufig sieht. Die hellbeige, das typische Cuyo eben, noch mal ein bisschen dunkleres Braun. Und das sind so die gängigsten Farben, die man heute noch sieht. Und wer glaubt, das Thema Leichtbau wäre hier schon am Ende, dem empfehle ich einmal einen Blick in den Fußraum zu werfen. Und wir sehen ja wirklich eben, wir sitzen praktisch auf dem Fahrgestell, wir haben hier keine weitere Verkleidung. Wir sehen hier die vertikalen Träger, die Schweißnähte und haben hier lediglich eine, ja, so ein Stahlblech, das hier angebracht wurde für die Fußablage. Und unsere Füße, ja, die stellen wir hier auf einer kleinen Gummimatte ab und das war es dann auch schon. Und eben diese Konsequenz im Leichtbau, die finde ich, sieht man in wenig Fahrzeugen, ja, so stark wie in dem Challenge Stradale. Ja, und dann auch noch ein paar Worte zu diesem speziellen Fahrzeug hier. Es handelt sich hier um ein Auto, das ursprünglich in Spanien ausgeliefert wurde, hat lediglich 3 Besitzer und, jetzt haltet euch fest, 16.500 Kilometer. Und wirklich, wir suchen weltweit nach diesen Fahrzeugen. Es ist unglaublich schwer, diese heute noch mit der Laufleistung und in der Qualität zu finden. Und deshalb sind wir auch super stolz, hier schon innerhalb von 2 Monaten den 2. 360 Challenge anbieten zu können. Aber damit erstmal genug zur Konfigurationsmöglichkeit, zu den Besonderheiten. Wir wollen jetzt einsteigen und eine Runde gemeinsam fahren. So, und los geht's im Challenge Stradale. Den Stradale gab es eben nur mit dem F1 Getriebe und viele glauben, das sei langsam, aber es ist wirklich ein sehr schnell schaltendes Getriebe. Wir sind hier vom 5. einmal in den 6. und wie ihr merkt, es ist wirklich sofort eingelegt, ruckfrei und steht wirklich dem Charakter des Fahrzeugs sehr gut.
Thema Leichtbau wirkt sich auch hier im Innenraum aus. Er hat am Unterboden kaum Steinschlagschutz und man hört hier wirklich jedes kleine Kieselsteinchen. So extrem kenne ich das aus keinem anderen Auto wie dem Challenge. Deshalb ist es ein Auto, mit dem man sehr schön kleinere Ausfahrten machen kann. Aber wenn man hier wirklich zur Rennstrecke fährt und es mehrere hundert Kilometer sind, dann wird man sich in dem Auto sehr schwer tun. So, dann kommen wir einmal auch noch kurz zur Einordnung des Ferrari 360 Challenge Stradale im Modellprogramm. Es handelt sich hierbei um Fahrzeug der Special Series. Was ist die Special Series? Es sind alles Fahrzeuge mit Leichtbaucharakter, die eben an den Rennsport angelehnt sind. Teilweise auch homologierte Fahrzeuge von eben Rennablegern sind. Und zunächst mal begann die Serie mit dem 348 GT Competizione. Das ist auch der einzigste Handschalter in der Serie. Von dem wurden lediglich 50 Fahrzeuge gebaut. Davon waren 8 Rechtslenker und die restlichen eben entsprechend Linkslenker. Heute unglaublich schwer zu finden. Das zweite Fahrzeug war dann der Challenge Stradale mit rund 1288 Einheiten. Ganz klar ist es nicht, wie viel Ferrari wirklich produziert hat, und Ferrari rückt da auch mit der Sprache nie wirklich raus. Das dritte Fahrzeug ist dann auch schon der 430 Scuderia, den es sowohl als Coupé, aber eben auch als Spider gab. Das war der sogenannte Scuderia Spider 16M, von dem gab es 499 Einheiten, beim Coupé ungefähr 2000 bis 2500, also schon 3000 Fahrzeuge. Und wenn man eins sagen kann, dann ist es, dass die Special-Fahrzeuge eben mit jeder Generation auch mehr gebaut wurden. Das vierte Fahrzeug in der Reihe ist dann der 458 Speziale, von dem wiederum beim Coupé, glaubt man, um die 3000 Einheiten produziert wurden. Und vom offenen Ableger, dem 458 Speziale Aperta, gab es wiederum nur 499 Einheiten. Das letzte Fahrzeug, zumindest aktuell in der Serie, ist dann der 488 Pista. Man geht hier beim Coupé von rund 4000 Einheiten aus. Und der offene Ableger, der Pista Spider, hier ist die Stückzahl nicht bekannt. Wir würden aktuell schätzen, dass es um die 1000 Pista Spider gab. So, hier angekommen, einmal noch ganz kurz zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir beginnen zunächst bei der Farbe. Dieses Exemplar hier ist in Rosso Corsa. In etwa 20% der 360 Challenge Stradale wurden eben im klassischen Rot ausgeliefert. Der ganz große Teil war in Rosso Scuderia. Ungefähr 40% der Fahrzeuge, also die beiden Rottöne, haben schon rund 2/3 der ganzen Produktionsmenge ausgemacht. Andere Farben, die beliebt waren, sind Blue TDF, also Blue Tour de France, Argento Nürburgring ist ein klassischer Silberton, und dann gab es auch noch Bianco Avus. Das sind so die Farben, die man beim Challenge kennt. Hin und wieder gab es auch Giallo Modena, also das klassische Gelb, aber das sind dann schon eher Randfarben. Es gab auch meines Wissens einen in Verde Pino, Piniengrün, eine Farbe vom 365 GTB4, was ganz Besonderes, und bei diesen Fahrzeugen gilt, wie auch beim Scuderia, die Farbe macht es, wobei es auch legitim ist, hier einen roten zu nehmen. Die Modelle der Special Series zeichnen sich immer auch durch ihre Streifen aus. Die Streifen laufen von Motorhaube über das Dach bis hin zur Heckklappe, und es gibt dort im Wesentlichen zwei Varianten. Der eine ist der Tricolore-Streifen, also die italienische Flagge, die gab es hier beim Challenge Stradale, und bei den späteren Fahrzeugen ist es dann überwiegend der NART-Streifen, also North American Racing Team. Den konnte man immer in zwei Farben wählen, die Außenfarbe, die den Streifen umrahmt, und eben die innere Farbe. Aber wie gesagt, beim Challenge nur der Tricolore-Streifen.
Und viele verbinden ihn ja mit dem Challenge Stradale und man könnte meinen, dass der Großteil der Fahrzeuge auch mit einem ausgeliefert wurde. Tatsächlich, unseren Recherchen zufolge, sind es aber nur 15 bis 20% der Fahrzeuge, die tatsächlich den lackierten Streifen ab Werk haben. Ganz viele haben ihn eben nachträglich mit Folie dann aufgebracht. Eine weitere Konfigurationsmöglichkeit waren die Seitenscheiben und vielleicht kennt ihr aus dem F40 diese verstellbaren Kunststoffscheiben, das sind die sogenannten Lexan-Gläser und die gab es auch beim 360 Challenge und das ist mit das Merkmal, das die größte preisliche Aufwertung bringt. Ich würde mal behaupten, dieses Fahrzeug hier mit Lexan-Scheiben würde zwischen 70 und 100.000 Euro mehr einbringen wie einer ohne. Und es ist einfach so beliebt, weil es im F40 und anderen Rennmodellen damals so gab. Und es sind lediglich rund 50, genauer gesagt 49 Fahrzeuge mit diesen Scheiben ausgeliefert worden. Dann eine ganz seltene Konfiguration. Ich glaube, da gab es wirklich nur eine Handvoll Fahrzeuge. Vielleicht waren es auch nur 2, 3 Stück. War eben das Schiebedach. Ja, der hätte natürlich jetzt keins, aber es gab ein paar Fahrzeuge, die eins hatten. Und ich habe mal im Registry nachgeschaut. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Stück insgesamt. Und das wäre natürlich eine krasse Kombination. Blue TDF mit Lexan-Scheiben und Schiebedach. Gibt es natürlich nicht, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. So ein Fahrzeug würde natürlich den Preisrahmen, über den wir sprechen, total sprengen. Zu jedem Rennauto gehört natürlich auch ein Überrollbügel und den konnte man beim 360 Challenge Stradale ab Werk mitbestellen. Es hatten nicht viele Fahrzeuge, der verläuft dann hier hinter den Sitzen entlang. Es ist wirklich ein einfacher Bügel und auch eben ein Extra, das heute bei Sammlern sehr beliebt ist. Übrigens auch wie bei dem Porsche GT3 ist es für viele ein Muss. Der hier kommt jetzt ohne, ist also ganz klassisch von der Konfiguration, aber nur, dass ihr es wisst, den gab es auch mit Bügel. Zudem gab es dann auch den Feuerlöscher, wie auch bei Porsche im Klappstock-Paket konnte man den zusätzlich mitbestellen. Und wie vorher erwähnt, gibt es dann noch die Sonderedition, die Corners Edition. Wer ist Corners? Corners ist der japanische Generalimporteur für Ferrari und auch Vertragshändler eben in Japan. Und zu seinem Firmenjubiläum hat Ferrari 25 Fahrzeuge aufgelegt und die sind wirklich ganz besonders. Ich habe noch nie einen am Markt angeboten gesehen und zwar hat er ein paar ganz besondere Merkmale. Wenn wir hier einmal an das Fahrzeugheck gemeinsam gehen, dann ist es so, dass die Corners Edition den Challenge Grill in weiß hat. Also kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wie das ausschaut. In der Realität ist es aber wirklich, ich finde es spektakulär. Dann ein weiteres kleines Detail ist der Tankdeckel, der bei der Corners Edition in Vollcarbon gefertigt ist. Und auch die Farbe war bei allen 25 Stück Rosso Scuderia. Die Bremssättel, habe ich vorher schon erwähnt, waren in golden und auch der weiße Ton von hinten zieht sich dann im Interieur fort. Und zwar hatte er eben, ich kann es hier nicht zeigen, hatte er die weißen Drehzahlmesser. Wir blenden euch einfach ein Bild ein. Und auch die Schaltwippen, die beim normalen Challenge Stradale eben in Alu waren, hatte der aus Carbon gefertigt. Es gibt dann noch ein paar weitere Merkmale, unter anderem hier an der Seitenwand. Ähnlich der Plakette am Armaturenbrett ist dann hier nochmals eine Plakette angebracht und war so nur bei der Corners Edition erhältlich. Ja, also Bilder blenden wir ein. Ich denke, dann wird das Ganze nochmal klar, wie er ausschaut und natürlich absolut spektakulär. So, ihr wollt einen Challenge Stradale kaufen. Was sind jetzt die wirklich wichtigen technischen Punkte, auf die man schauen muss? Wie bei jedem Ferrari-Fahrzeug mit F1-Getriebe beginnen wir bei der Kupplung, der Kupplungsverschleiß. Der kann über einen Tester ausgelesen werden und was der Tester letztlich macht, ist, er misst die Kupplungsstärke neu und dann den Verfahrweg, den eben die Kupplung inzwischen hat und darüber wird der Verschleiß berechnet. Pi mal Daumenregel, 10.000 Kilometer bei normaler Fahrweise bedeuten zwischen 10 und 15% Kupplungsverschleiß. Der hier hat jetzt 16.500 Kilometern und ist mit rund 14% hier genau eben in dieser Größenordnung. Punkt Nummer 2 ist die Bremsanlage. Hier Challenge erstmals mit einer Carbon-Keramik-Bremsanlage.
Die kann auch über den Tester ausgelesen werden. Allerdings hier, wir sprechen vom hydraulischen System, ist es nur eine Annäherung und bei weitem nicht ausreichend, die über den Tester auszulesen. Man muss ja wirklich wissen, wie die Oberfläche der Bremsscheibe beschaffen sein muss, denn das Stück kostet hier 8.000 bis 10.000 Euro. Also da müsst ihr wirklich sicher gehen, dass die in Ordnung ist. Die Bremsbeläge kosten etwa 1.000 Euro pro Achse. Auch hier ist es nicht ganz billig, ist aber dafür einfach prüfbar. Punkt Nummer 3 sind Undichtigkeiten zwischen Motor und Getriebe. Ähnlich wie beim Porsche 996, bei dem der Simmering undicht ist, gibt es auch hier an der Schnittstelle eben oftmals Leckagen. Und wenn man, wir können da ein Bild einblenden, unter dem Getriebe steht, dann gibt es hier einen kleinen Schlitz, durch den man sieht, wo die Kupplung zu sehen ist. Und wenn man hier Öl sieht, dann ist es für euch das Zeichen, hier muss wahrscheinlich das Getriebe raus und eben die Dichtung dann erneuert werden. Punkt Nummer 4, Unfallfreiheit. Hört sich irgendwo ganz einfach an, ist aber in der Tat nicht ganz so einfach zu prüfen. Wir sprechen hier von einem Fahrzeug, das für die Rennstrecke konzipiert ist und auch oftmals in den vergangenen Zeiten dort gefahren wurde und entsprechend hatten viele auch Vorschäden. Wie finde ich das am besten raus? Ja, zum einen kann man immer mal die Lackschichtdicke rannehmen, aber auch die Aussagekraft dahinter ist begrenzt und bei Ferrari sowieso nicht einfach bestimmbar, ob die Lackschichtdicke letztlich einem signalisiert, ob hier erst Lackfahren ist. Hier muss man auch das Lackbild und gewisse neuralgische Stellen anschauen. Da braucht man einfach Erfahrung, um das zu schauen. Aber schaut immer bei den Fahrzeugen auf der Hebebühne die Front, die Längste und Querträger an. Hier erkennt man sehr gut, wenn schon mal was dran geschweißt wurde oder modifiziert wurde. Und immer ein ganz wichtiger Punkt, aber man braucht hier letztlich einfach den Vergleich zu guten Fahrzeugen, um zu wissen, auf was man schauen muss. So, abschließend zum letzten Punkt, zum 5. Punkt ist Thema Korrosion. War auch hier ein Thema. Es gibt hier ein paar Punkte, auf die ihr schauen solltet. Das sind einmal hier die Radläufe, die äußeren Kanten. Hier bilden sich oftmals irgendwelche Rostblasen. Das Ganze geht dann über eben an den Türunterkanten, teilweise durch die verstopften Abläufe. Und ja, gleiches auch hinten an den Kotflügeln bzw. Seitenwänden. Dort bildet sich gerne Korrosion, also schaut immer da an diesen Stellen. Und dann nochmals eine weitere Stelle ist hier an den Außenspiegel, an den Spiegeldreiecken hier. Wenn die Dichtungen kaputt sind, dann läuft das Wasser hier oftmals dann eben rein und sammelt sich hier unten und dann bilden sich hier gewisse Rostblasen. Also hier kann man auch rangehen und ganz vorsichtig den Gummi probieren, ein bisschen an der Stelle hochzuschieben und schauen, ob sich hier schon Korrosion gebildet hat. Ja, so viel mal zum Ferrari 360 Challenge Stradale. Ein ganz besonderes Fahrzeug, das wirklich so einen kleinen Mikrokosmos auch hat mit ganz verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten und Varianten, die heute am Markt verfügbar sind. Es ist ein Fahrzeug, das schwer zu finden ist, das technisch schwer zu bewerten ist und es inzwischen auch recht teuer ist. Wir sprechen aktuell Stand 2024 zwischen rund 250 und 300.000 Euro für ein Fahrzeug unter 40.000 Kilometern. In der Laufleistung solltet ihr euch auch für ein sammelwürdiges Fahrzeug bewegen. Wir haben immer wieder solche Fahrzeuge und falls ihr auch einen zu Verkauf habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer auf der Suche und sind ja auch bereit, sehr, sehr gute Preise für sehr gute Fahrzeuge zu zahlen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und freue mich schon bis zum nächsten Mal.